Sauft halt jeden Tag 4,5 Liter Wasser. Ich bin ausgedörrt wie eine Dörrpflaume. Kann man das zuerst bei nö. Du kannst auch nicht permanent Giggleboxen holen, zumindest nicht mit einem Charakter, weil du kannst die nur einmal pro Monat kaufen und die hält ja nur 15 Tage. Oder 14 Tage. Du kannst die aber nur einmal alle 4 Wochen kaufen. Das heißt, mit 8 Char-Taktik ist das eigentlich kein großes Problem. Einfach Party auf Reihenfolge oder so stellen. Oder es hebt dann einfach immer ein anderer Charakter auf. Selbst bei 2 Charaktern ist es kein Problem. Kann ja auch immer einer von beiden die Gigglebox haben und der andere nicht. Also, dass man sich immer abwechselt. Das klappt schon so. Wenn man durchschnittlich 1 bis 2 Stunden pro Tag auf dem FEC-Server zockt, lohnt sich dann die 8 Char-Taktik oder lieber dann nur mit 2 Leveln? Also grundsätzlich lohnt sich die 8 Char-Taktik immer. Aber wenn du den Serverstart voll auskosten willst, dann würde sich wahrscheinlich in deinem Fall mehr 1 bis 2 Chars lohnen. Wobei ich ganz ehrlich mit dir bin, 1 bis 2 Stunden ist halt einfach viel zu wenig. Da wirst du so oder so nicht sehr weit kommen, egal wie du spielst. 1 bis 2 Stunden ist schon sehr wenig für einen Serverstart. Das ist basically gar nichts. No front. Selbst wenn du heftig cashen würdest, wäre das nahezu nichts. Das ist leider die traurige Realität. Das Face Tank Ranger mit Bloody Bow und Bloody Setup 120 plus gut spielbar. Ja, aber wirst du beides nicht haben auf dem FEC-Server. Vor allem das Bloody Set wirst du nicht haben. Am Anfang. So viel ist bei Pay to Win also nicht, also schon nicht übertreiben, aber dafür nicht so viel Zeit, so 2-3 Stunden am Tag. Manchmal 4 bis 5, 2 Chars oder 8. Eigentlich auch 8 Char-Taktik, weil dann sparst du dir die Party-Scroll und die kostet halt 50 Euro im Monat. Knapp 50. Party-Scroll ist halt schon wichtig. Aber wenn du Pay to Win bist, kannst du doch einfach Party-Scroll kaufen, dann brauchst du auf jeden Fall die 8 Chars nicht, theoretisch. Würde es nicht mehr Sinn machen, die Penya-Quest Nachtransfer auf Bo zu machen? Ja, aber woher kriegst du dann die Products, um dein Equipment zu upgraden, Sir? Kannst du schon machen, aber dann hast du ja keine Products auf dem Server und musst du dir kaufen. Deine größte Sorge ist, dass es dir dann vom Level her nicht reicht? Ja, aber du hast ja 5 Monate. 5 Monate ist schon sehr viel Zeit, wenn du täglich spielst. Hier in Caps Lock, Kappa. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich bin heute zum ersten Mal auf Twitch. Ich weiß leider nicht, was das bedeutet. Du hast keine Hidden Run Ranger in Coral Island noch nie eingesehen? Nein, gibt es nicht. Es gibt niemanden, der auf Coral Island Hidden Run macht, außer Elementor. Selbst die meisten Elementoren machen keinen Hidden Run mehr. Weil sie Schwächlinge sind. Aber dafür, dass du zum ersten Mal auf Twitch bist, hast du recht viele Follower und Zuschauer. Keep up the grind. Ey, no problem. Nacktbilder im Profil, deswegen. Nacktbilder im Profil, Karis, deswegen so viele Follower. Jeder, der followt, Nacktbilder im Profil. Ist es besser, genau die gleichen 8 Klassen beim FEC zu machen wie bei Bodeng? Naja, an für sich schon, weil das Equipment ist ja accountgebunden und wenn du ein Blade auf einem Ringmaster-Account machst, kannst du dem Blade ja offensichtlich das Ringmaster-Equipment und dem Ringmaster nicht das Blade-Equipment geben. Also macht schon Sinn, ja. Oder du nimmst einfach 8 andere Accounts, das kann man auch machen. Dann kannst du das Equipment aber auch nicht tauschen. Obviously. Level 2 Chars in der Party auf Schaden viel schneller als 8. Kommt drauf an, ist der Leech aktiv oder nicht. Dann habe ich eigentlich ein interessantes Video zu, wo ich das genau aufliste. Ich sag mal so, 8 Charakter in der Party auf Schaden leveln, was die Gesamt-XP angeht, genauso schnell wie 2 Charakter, wo beide aktiv sind.
Beziehungsweise nur minimal langsamer. Also die effizienteste Methode, wie man levelt, ist eigentlich 2 aktive Charakter, also zum Beispiel ein Blade und ein AM, der die ganze Zeit healt. Und 8 Charakter, wo einer aktiv levelt und 7 inaktiv leechen, ist das zweiteffizienteste. Das ist direkt ein Platz dahinter. Minimal dahinter. Fast die gleiche XP. Gesamt-XP, wohlgemerkt. Wichtig, dass man versteht, dass es sich hierbei um Gesamt-XP handelt. Was gibt es noch so für Nachteile? For real, for real? Eigentlich war es das tatsächlich. Würde ich sagen. Naja, ein weiterer Nachteil wäre vielleicht noch, dass dein Main Character halt ein Elementor ist. Und wie schon oft gesagt, Elementor kann keinen Clockworks killen. Egal wie gut das Equipment ist. Elementor hat Probleme, High-Level Giants zu töten. Er kann halt eigentlich nur leveln. Aber was anderes habe ich auch nie behauptet. Und genau dafür hat man ihn ja. Wenn man das andere Zeug machen will, dann muss man halt den Blade ausrüsten zum Beispiel. Wenn man einen Charakter wie der Clockworks knacken kann und so, dann muss man halt den Blade logischerweise ranholen. Aber dass man langsam levelt mit dem Elementor, das ist eigentlich wirklich der... Also langsamer mit der 8-Char-Taktik meine ich. Also halt logischerweise mit 2. Das ist eigentlich der größte Nachteil. Aber da muss man halt wieder bedenken, die 8-Char-Taktik ist ja vor allem attraktiv für Free-to-Play-Spieler. Und wie schon so oft gesagt, als Free-to-Play-Spieler hast du sowieso massive Probleme, überhaupt mit irgendjemandem mitzuhalten. Weil du ja von Anfang an nur Nachteile hast. Und alles, was du als Free-to-Play-Spieler ausgleichen kannst, dafür ist das Serverstart natürlich grundsätzlich gut geeignet, weil man da jetzt sehr viel Geld für eigentlich unseltene oder nicht so krasse Items bekommt. Aber du musst es halt mit Zeit ausgleichen. Also jeder, der hier kommt mit, ja, ich bin Free-to-Play, habe 3 Stunden gespielt, bin jetzt Level 90 nach 3 Tagen und habe 85.000 F-Coin verdient, ist nichts weiter als ein dreckiger Lügner, weil das unmöglich ist. Das geht nicht als Free-to-Play-Spieler. Das ist unmöglich. Und das sollte man einfach verstehen. Also wenn du sowieso nicht Zeit hast, jeden Tag 12 Stunden zu spielen, dann lohnt sich die 8-Char-Taktik ja eigentlich noch umso mehr. Weil dann halt einfach alles... Also du bist halt dann dein eigenes Zentrum. Du hast die Party-Skills, du kannst jederzeit online gehen, volle Party, volles Link-Attack, volle Drop-Skills. Hast verschiedene Klassen zur Auswahl, die für verschiedene Sachen eingesetzt werden können, zum Leveln, zum Farmen, zum Clockworks-Killen und so weiter. Also ja. Es ist ein gutes, ausgeglichenes Verhältnis eigentlich. Und wie gesagt, mit den Hardcore-Schwitzern und Cashern kannst du so oder so nicht mithalten als Free-to-Play. Das ist schon mal das Erste, was man verstehen muss. Heute ist Flife Day, wie jeden Tag. 1er Drop. So hat sich's auch angefühlt. Das hier war ein saftiger plus 2er Drop, so hat sich's auch angefühlt. Dann hatten wir hier ein... Oh. What am I doing? What am I doing, man? Ich will einen scheiß Chat hier haben. Doppeldrop. Und rettet der Blade irgendeine Art von Believers. Plus 2 oder plus 3 Believers. No. Plus 1 gewinnt.